So, hey Leute, ich mache jetzt wahrscheinlich auch wieder so 2 Teile von dem Video. Ich möchte euch einmal einen Tag Flug zeigen und dann auch einen bei Nacht, weil man eben dann die Cabin Lights richtig geil sieht. Was ich auch übergeil finde, ist diese Kameraposition hier. Das sieht halt richtig genial aus. So dass man auch die Kanats sieht und so ein Stück noch vom Sitz und den Piloten. Das ist echt nice. Vor allem sieht man, dass man hier noch die Anzeigen sieht. Ist zwar nicht so scharf, nicht so detailliert, aber ich finde, das hat was. Das ist noch echt richtig cool. So, wir haben hier alles ready. Wir können uns mal kurz die Landing-Checklist anschauen. Vielleicht steht da ja noch irgendwas wegen Flaps. So. An die Quatsch, Landing. Wir brauchen die Takeoff-Checklist. Oh, hoppala. So, hier schalten wir das aus. Arm um. Fuel Flow. Was muss da sein? Check Normal. Ja, okay, was normal ist, weiß ich nicht bei dem, aber wird schon alles passen. RPM, also Revolutions per Minute, Umdrehung. Auch normal. Throttle Set Idle. Haben wir. Flare Radar. Off. Ich muss es ausmachen beim Start. Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht wegen der Strahlung, dass man es erst in der Luft anmacht. Speed 20 Knots Max. What? Ihr meint ja wohl 200. Achso, das ist wahrscheinlich fürs Taxi. Fürs Rollen am Boden. 20 Knoten maximal. Flight Plan. Flight and Set haben wir nicht. Weil wir nicht wissen, wie man den erstellt. Wir fliegen YOLO-mäßig rum. Die Han YOLO. Trim Neutral haben wir. Power Full Mill. Afterburner when needed. Okay. Also Full Military Speed. Also voll, ja, maximale Umdrehungsanzahl. Airspeed 150 Knots Rotate. Das heißt, ab 55 Knoten können wir den Stick ziehen und die Nase hoch bewegen. Gear, Retract. Positive Climb. Maintain 10 degrees positive. Was ist das? OR. Was kann das heißen? Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Sorry Leute, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall sollen wir dann ja, einen Steigungswinkel von 10 Grad haben und den beibehalten erstmal. Zoom Climb, Execute above 220 Knots, Afterburner required. Zoom Climb, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein vertikaler Aufstieg oder sowas. Ja gut, hier steht nichts von Flaps, also wird das schon so passen. Mal gucken, was Landing sagt. Gear, ja, Down würde ich sagen. Ja, hallo? Down, Locked, Free Green. Okay. Also, Fahrwerk muss da unten sein. 3 grüne Lampen symbolisieren, dass es unten und verriegelt ist. Speed Brake, fully deployed. Okay, landen immer mit Speed Brake, interessant. ILS check, if required. Angle of attack. Green. Boah Gott, wo wird denn der angezeigt? Das ist ein Winkel Alpha. Der wird hier irgendwie... Was haben wir hier? Nautische Meilen? Knoten? Minuten oder wie? Wo ist denn der? Es muss hier irgendwo eine Anstellwinkelanzeige geben, aber ich weiß gerade leider nicht wo. Naja, werden wir schon irgendwo finden. Soll auf jeden Fall im grünen Bereich sein. Verstehe. Fuel. Check. Dass man genug hat. Speed. 52 Knoten on approach. Okay. Also bei 150 Knoten hochziehen. Und beim Landen 225 Knoten circa, alles klar. Das habe ich letztens so gemacht, das hat gut funktioniert. Wieder Angle of Attack, Green, Final. Approach. Ah, okay, beim Anflug. Ah, Final, also der Endanflug, da auch Green, Angle of Attack, ist klar. Speed, was empfehlen die da? 150 nur. Okay, nice, das ist echt langsam. Das sind circa 280 Knoten oder so. km/h. Das ist echt langsam für Jet. Gear, Final Check, Gear Down. Airbrake. Wahrscheinlich jetzt eingefahren, oder? Ne, deployed. Okay, aber nicht fully deployed. Man kann die aber hier nur außen einfahren, soweit ich weiß. Auto Brake. Switch on. Brake Shoot. Deploy. Okay, dann den Schirm noch aufmachen. Wo ist nochmal der Auto Brake? Oh Leute, jetzt muss ich wieder ein bisschen gucken, so leid es mir tut. Hier war irgendwo noch
Ja, automatische Bremsen oder was soll das heißen? Weil das Ding sollen wir dann auch aktivieren beim Landen. Aber wo ist das? Nö, sieht mich ja auch alles nicht. Oder was so das ist? FCS, ne, keine Ahnung. Forward Normal Reverse. Hier eventuell. Nö. Ja gut, dann blenden wir mal den Stick wieder ein. Zack. Hier vielleicht ein Auto-Brake. Ich glaube es nicht. Ja, seht ihr jetzt hier Canopy? Ist jetzt grün, also geschlossen. Ja, boah Leute. Ich weiß nicht, wo der Auto-Brake-Schalter ist. Mal gucken, ich schaue mich noch hier ganz kurz um. Noch eine Runde. Approach Mode. Ah, ist das hier vielleicht der Angle of Deck? Ich weiß nicht. Hier ist auch nichts. Ja, entschuldigt bitte, ich möchte noch einmal kurz nachschauen alles. Ich habe das irgendwo mal gesehen, aber ich weiß echt nicht mehr wo, ne? Ja gut, dann soll es so sein. Ich würde sagen, wir haben eh schon genug Zeit verbraucht. Wir starten mal und fliegen Richtung München. Das ist hier in der Nähe, das ist hier irgendwo rechts, circa bei, keine Ahnung, vielleicht auf 70 Grad. So, wir sagen mal kurz Bescheid aus Höflichkeit. So, ich mache das hier mal kurz kleiner. Oder, ja, so. Und da in die Ecke. Alles streng nach Vorschrift. Ja, mach mal so. Wir sind schon da, mein Freund. So. Jawohl. Wir dürfen los. Bestätigt. Keine Messages mehr mit ihm zu tauschen. So, dann zeige ich es erstmal von vorne, dass ihr die Nachbrenner-Animation seht. Weil ich kann ja jetzt erstmal mit der Bremse, die wird ihr leider nicht halten. In der Regel halten die Bremsen die Jets schon. Selbst wenn sie mit Nachbrenner den Nachbrenner aktivieren sollten, sollte die Feststellbremse, diese Parking Brake, den halten. Der bewegt sich dann keinen Meter. Das ist total heftig. So, seht ihr mal, auch wie sich die Düsen bewegen gleich. Jetzt zeige ich erstmal vielleicht noch die Steuerflächen. Der hat hier halt die Canards, die sind unter anderem verantwortlich für Höhe, hoch und runter. Genauso wie die Steuerflächen hinten, das ist ein sogenanntes Flapperon, also eine Verbindung aus Flaps, Start- und Landeklappen, und Aileron, Querruder. So, zack. Dann bewegen die sich. Da vorne hat er noch Leading Edge Slats. Die sind zur Stabilisierung, die fahren dann aus bei hohen Geschwindigkeiten und besonderen Anstellwinkeln, bei hohen Anstellwinkeln. So, und da hat er auch ganz normal hier Seitenruder. Zack, zack. Hoch, runter, links, rechts. Und dann nochmal links, rechts um die Hochachse. So, alles klar Leute, ich würde sagen, wir können los. Ich erhöhe mal langsam den Schub. So, jetzt sind wir im Nachbrennermodus. Zack. Jetzt fängt es an zu brennen. Bremse raus. Ich gehe wieder ins Cockpit rein, um die Geschwindigkeit abzupassen. 150 Knoten sollen wir hochziehen. Wow, jetzt schon. Sollen 10 Grad Neigung beibehalten. So, positive Steigrate. Das Fahrwerk kann eingefahren werden. Ja genau, seht ihr es, das Bugfahrwerk fährt nach vorne ein. Das ist dann eine Klappe, die schließt. So, dann fliegen wir mal eine kleine Kurve. Schauen, was wir hier noch für Boys kontaktieren können.
So, ich nehme mal Speed weg. Ja, München müsste, glaube ich, irgendwo hier in der Gegend sein. Also fliegen wir da mal hin. Mal gucken, Airbus farther away from me. Das wäre da schon. Neuburg, Air Force Base. Ah, da kommt das Flugzeug her, da ist das Geschwader. Weil zumindest, ich glaube, das ist das 73er dort. So, zurück. Mal schauen, da vorne ist eine Bahn, aber ich weiß nicht, zu was die gehört. Das könnte eventuell Augsburg sein. So, München wird noch nicht angezeigt. Wenn das wirklich Augsburg ist, dann sind wir hier falsch. Ah, da, Munich. Zack. Gleich mal zum Tower. Wir wollen eine Full Stop Landing. Wir sind 30 Miles west, das heißt, wir fliegen direkt auf ihn zu. Wir sind noch 30 Meilen weg. Okay, wir bestätigen die Entry. Und dann fragen wir nochmal nach der Direction genau. Der müsste sagen, dass ungefähr auf 12 Uhr ist. Oder 11 oder 1, je nachdem, wir haben ein bisschen gewackelt gerade. 10 o'clock, 27 Miles. Auf 10 Uhr von mir. So, es müsste da vorne sein. Airbus 321 on final. Okay, wir sollen da in einem Airbus folgen. Ich mach mal das Radar hier an. Zack, jetzt dürfen wir. Weil ich sicher noch gar kein Airbus. So, ich frage nochmal, wo das Ding ist. 8 Rights sind hier cleared. Ich glaube, da vorne müsste er schon sein. Okay, das ist er noch nicht. So. Da vorne irgendwo müsste es dann sein. Können wir gleich nochmal nachfragen. Immer noch nicht. So sieht das aus, wenn ich nur das Ruder benutze. Der nickt dann, der kippt dann trotzdem ein bisschen nach links. Auf 11 Uhr von mir aus. Das heißt, es müsste jetzt, wow, ja, ruhig bleiben. Irgendwo dort sein. Ah, ich glaube da vorne ist der. Da sehen wir es auf dem Radar. Ich frage nochmal kurz nach. Ja, so macht man es normalerweise nicht. Man braucht einen Flugplan und so, aber ich mache das hier so YOLO-mäßig. Deswegen frage ich mich hier durch beim Tower. 12 o'clock, 80 Miles, alles klar. Wir fliegen gleich drauf zu direkt. Okay, wir sind cleared für die Runway 28 right. So, mal gucken, wie wir jetzt das hier umschalten können. Ich check echt nicht, was das sein soll, ne? Das ist irgendwie komisch mit dem Radar. Naja, auf jeden Fall 8 right heißt die Startbahn, die auf 8 Uhr zeigt. Also ungefähr dann hier, wir müssen noch ein bisschen nach rechts. Und die rechte davon, weil die sind parallel nebeneinander, die zeigen beide ungefähr auf 8 Uhr, das heißt dann 28 right, die rechte oder 28 left, also Steuerkurs 70 Grad, linke Fahrbahn oder eben die rechte. So, ich fliege dann hier schon mal lang, damit wir da gerade rein können. Genau da vorne, wir sehen wir sie schon, da verläuft die rechte, zack, und dann ist die linke, zack. Ich soll jetzt noch irgendeinen Airbus hier folgen, auf dem Final, dem Enternflug, aber ich sehe hier gar keinen Airbus, das ist ein bisschen blöd. Aber vielleicht ist der schon gelandet. Naja. Solange ich auf dem Radar keinen sehe, soll es passen. Vielleicht ist der schon aber wurde der hier angelabert? So, da vorne ist die Bahn. Ich nehme mal Speed raus, Airbrake raus. 225 soll es sein beim Approach. Gear down.
Das ist 28 right, das passt so. So, ein bisschen Power, dass wir bei 25 bleiben, 225. So sieht das Ganze von außen aus. Ein einigermaßen sauberer Landeanflug, hoffe ich. Ein bisschen Power weg. Ja, bei dem ist halt wieder so, sobald ich in der Mittelstellung bin vom Schubhebel, ist das schon der Nachbrenner. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ja, ich bin viel zu tief, sagt mir die Anzeige. Oh, 225, habe ich gerade perfekt gehalten. So, erfahrungsgemäß fliege ich mal ein bisschen tiefer an, weil ich sonst immer viel zu hoch bin. So, bei 150 Knoten müssen wir dann beim Enterflug sein. Mach mal den Anstellwinkel ein bisschen höher. Schub weg. Zack. Oh, ein bisschen gehüpft. Aber wir sind gelandet. Bremsschirm raus. So sieht das dann aus damit, mit Bremsschirm. Zack, da stellen sich automatisch die Kanals auf. So. Dann geben wir ein bisschen Stoff. Die Kanals gehen runter. Wir sollen sie so bald wie möglich runter. Von der Bahn. Zack, Airbrake rein. Das ist noch zu schnell fürs Taxi. Das Airbremsen, maximal 20 Knoten hieß es. Alles klar, zack. Contact Ground. So, Sprit, 83%, aber wir gehen mal tanken. Oh, wir sollten vielleicht das Radar ausschalten. Ich weiß gar nicht, wie man es ausschalten kann. Ja, ich bleibe hier mal stehen, sonst fahre ich hier wieder viel zu weit. Ja, das verbarrikadiert mich hier leider die Sicht. Das ist nicht gut. So ist besser. So, wir wollen... So, erstmal Parking Brake an. Taxi to Fueling. So, nebenbei... Hoppala, so schalte ich mal... Ich weiß gar nicht, ob es reicht, vom Radar wegzuschalten, damit es aus ist. Ich glaube, man muss das auch hier... Hier war doch irgendwas mit Flare. Hier, CH. Also Channel wahrscheinlich. Power, Power, Power. Ah, hier eventuell. Toggle. Hier. Zack. Ah, ne, hä? Es war schon aus. Hat sich das verändert? Sieht nicht so aus. Ja, Taxi Clearance, alles klar. Gut, Turn on Progressive Taxi. Das zeigt mir die Bahn, wo ich langfahren soll. Ich hoffe, das ist keiner hinter mir jetzt. Zack. Okay, dann dürfen wir jetzt los. Brake lösen. Ein bisschen Stoff. Okay, da gehen wir mal auf einen anderen Bildschirm, zum Beispiel die Engine Page. Ah genau, ich möchte mal kurz das ausprobieren. Achtet mal auf die Drehzahl. Voller Schub. Und Nachbrenner. Okay. Das war jetzt nicht auf 100%, meine ich. Ja gut, dann rollen wir mal zum Sprit. Ey, ich finde, die Sicht sieht echt so genial aus. Kann noch ein bisschen mit Kanals spielen. Blub, blub. So. Boah, das klingt so gewaltig, ne? Der ganze Boden wackelt, wenn so ein Ding startet. Boah, wie smooth sich das Seitenruder bewegen lässt. Ich komme hier echt immer nur ins Schwärmen. Das Ding ist so genial gemacht, Leute. Also das war's. Ja, das war's wert. Kennt ihr das, wenn ihr da sitzt und euch denkt, irgend so ein Game oder ein Add-on, soll ich's kaufen, soll ich nicht? Aber tief in euch wisst ihr schon lange, solange ihr auch überlegen wollt, ihr werdet es kaufen, ja. Irgendwann
kommt es euch so vor wie so ein Sekundenschlaf. Ihr sitzt da vor dem Auswahlbildschirm, kaufen oder nicht kaufen. Plötzlich Blackout, ihr schaut wieder hoch. Thank you for purchasing Eurofighter Module from Just Flight. Was? Wann habe ich das gekauft? Genauso war das bei mir. So. Ja, beim Jet ist es einfach, man muss auf diesem gelben Taxi-Streifen sitzen. Der zeigt einem, wo man lang muss. Normalerweise sagen die hier Taxi, war ja hier Bravo, Alpha, Delta, wie auch immer. Und da muss man sich eben an diese Buchstaben hier halten. Da kann man da auch locker den Weg finden. Die Linien sind ja immer am Boden, nur diese Pfeile hier bei mir sind natürlich so eine Spielerei vom FSX. Die gibt es in echt natürlich nicht. Aber ja, hier ist das doch mal ganz nett so. Normalerweise sagen sie dann, ich kann ja zum Beispiel, mal schauen, kann ich das einfach ausschalten? Ja, aber dann, ja, ich glaube, ich muss mein Ziel jetzt erreichen. Weil wenn ich es nicht eingeschaltet hätte, dann hätten die mir, oder haben sie es mir eh schon gesagt? Taxi to Fuel. Nö. Normalerweise sagen die ja, worüber man rollen soll, über welche Rollwege. Die haben ja alle Namen bzw. Zahlen. So, boah, das ist ja, stimmt, das ist ja hier am Arsch der Welt. Ich mach mal wieder eine kleine Abkürzung. Ich meine, hier war ich auch mit der F15, oder? Ich gehe mal ein bisschen Stoff. Zack, wir müssen hier geradeaus. So, dann können wir mal ein bisschen das Cockpit aufmachen, dass da Luft reinkommt. Schön durchatmen jetzt. Nach dem langen, anstrengenden Flug von 20 Kilometern oder so. Okay, ist schon ein bisschen mehr. Das ist Lechfeld, München, circa, weiß nicht, 60, sowas vielleicht. Da ist der Tower. Nice. Hallo Tower. So, abbremsen. Ja genau, da vorne ist dieser eine Tankbehälter. So, dann wollen wir mal wieder langsamer werden. Achten wir auf die Tanks. 81% aktuell. Zack, und wieder voll. So, wir sind weit genug entfernt. Alles klar. So, ich steige mal auf die Bremse. Wieso ist das Canopy jetzt wieder zu? Vielleicht, weil ich zu schnell war. Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich werde jetzt gleich nochmal einen Nachtflug aufnehmen mit dem Ding, um euch die ganze Canopy, die Cockpit-Beleuchtung zu zeigen. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.